So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Stanley Parable. Und es gibt eine traurige Nachricht. Die hat uns alle geschockt. Und zwar ist dies der letzte Part. Stanley Parable. Ich weiß, es ist sehr traurig. Bitte begeht keinen Selbstmord und hängt euch nicht. Spaß beiseite. Aber es stimmt schon, es ist die letzte Folge hier. Ich muss ehrlich sagen, ich habe leider gerade keine so Lust auf dieses Spiel, obwohl es echt extrem geil ist, aber ich weiß auch nicht wieso. Und ich will euch damit einfach nicht quälen und ich meine, wir haben sowieso schon so extrem viele Enden gesehen. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh Gott, wie oft wir den schon so Satz schon gehört haben. Aber na egal. Wie gesagt, ich versuche jetzt noch ein verschiedenes Ende zu erreichen und dann möchte ich mal mit einem neuen Projekt anfangen. Vielleicht wissen es ja die einen oder anderen schon. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Es ist jetzt also nur schon so extrem lang her, dass ich das gespielt habe. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, was wir denn noch nicht hatten. Aber ich werde es einfach mal überlegen. Mal. Ich glaube, ne, komm, wir gehen mal rechts. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. So. Aber mal. Oh, steht da irgendwas? Ne, ist das aus. Aber mal allgemeine Infos, bevor ich noch hier reingehe. Es gab ja von uns jetzt einen FAQ-Livestream. Für all die, die ihn nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob Twitch den aufgenommen hat, aber es ging halt darum, um die Umstellung im Kanal. Weil das lief in letzter Zeit so ein bisschen aus dem Ruder. Wir haben alle so ein bisschen unser eigenes Ding gemacht und es war allgemein ja auch nicht so harmonisch. Und vor allem nicht übersichtlich für euch. Und ich möchte mich auch nochmal bei euch entschuldigen, dass es halt wirklich so schrecklich war. Aber es wird jetzt alles besser. Mit Upload-Plänen, erstmal für uns privat, aber das ist ja nebensächlich. Mit besseren Thumbnails, Ordnung. Also da könnt ihr völlig auf was freuen. Deswegen möchte ich jetzt auch hier nicht mehr in dem alten Krams rumhängen, sondern einfach mal wo Neues Yes, starten. truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Ach ja, Stanley simply stood here, drinking it all in. ich finde den immer noch so geil, den Sprecher. Wir gucken mal, dass wir es noch ein gutes Ende erreichen. Eager to get back to business, Stanley took the first The open ist door open on his door on left. his left. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht, oder? Also das haben wir gemacht, das weiß ich schon. Aber waren wir da oben schon mal? Ich glaube nicht, gell? Wir gehen mal hier. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead Da to waren wir the schon. opposite door, and got back on track. Also unten waren wir schon. Geh mal. Können wir jetzt zurücklaufen? Nee, okay. Lauf mal back on track. Straight ahead. But then I was Yet dead. there Oh, was not a single person rhyme there skills either. for the win. Feeling away in disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. So. Au. Eh gleich beste Reaktion von Stanley dem. stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Hallo. Bist du öfters There hier? was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ich glaube, hier waren wir schon, aber ich habe keine Ahnung, ob man hier noch irgendwas machen kann. Also hier am PC kann man noch, kann man hier noch, ich weiß nicht. Hier ist zu, hier geht's zum Boss. Hier kann man glaube ich auch nichts mehr machen, ja. Wir können hier auch nicht mehr auf. Mal gucken, vielleicht hier noch was. Kann das sein, dass ich jetzt wieder eine Reihe, das wir schon hatten, aber ihr seid ja, vielleicht kommen auch neue Zuschauer, die das noch nicht gesehen haben. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Passageway.
glaube, hier gab es keine andere Möglichkeit, gell? Nee, da war es runter. Na egal, gucken wir, ob wir da unten noch was anderes treffen können. Eine andere Entscheidung. Schöner roten Button übrigens. So, die Ladezeiten sind zwar nicht ganz so lang, aber wir müssen sie auch irgendwie überbrücken. Das hat ja bald, ich weiß auch nicht, was mit dem Spiel ist. Die Engine ist wahrscheinlich ziemlich geil. Also so ein bisschen finde ich an die Source Engine. Aber irgendwie. Vielleicht ist sie ja auch, ich weiß nicht genau. Stanley Aber ich realized glaube he nicht. felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. So, ihr könnt mir auch schreiben, vielleicht wollt ihr ja doch die Untertitel in Deutsch. Aber, wie ihr möchtet. Vielleicht versteht der eine oder andere nicht alles, dann kann ich ruhig auf Deutsch umstellen. Ach, Flucht waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Waren wir ich weiß, komm, gehen wir mal. Escape. Guck mal. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ich glaube, das hat man schon, ich weiß nicht genau. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Doch, ich glaube, das hatten wir schon mit der Zerquetschmaschine, oder? Mal kurz runter. Ich glaube, das hatten wir schon. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt. So. Loading, loading, loading. Oh. Ja, das hatten wir schon. Oh nein. Aber es hier schafft halt auch richtig geile Atmosphäre, aber mir fällt gerade so auf, ich muss die Atmosphäre mal unterbrechen. 5.1 habe ich nicht 7. Ach, geht nicht, okay. Aber ich mache das Ganze mal ein bisschen leiser. Das ist auch ein bisschen lauter, muss ich sagen. Ja, wir haben natürlich gar keinen Sound, das ist natürlich noch geiler. Habe ich jetzt irgendwas? Wahrscheinlich, weil ich das jetzt hier umgestellt habe. Was ist, wenn ich wieder laut mache? Na, egal. Ich will jetzt natürlich fail. Kann ich das hier nicht irgendwie safen? Habe ich jetzt gesaved? So, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Ach, ich meine, das ist echt extrem laut, warte mal. Also ich stelle einfach mal nur hier was um, vielleicht funktioniert es dann. Perhaps his death Okay. Oh Gott, was ist das für eine wunderschöne Aufnahmesession. Aber ich halt die letzte Folge, ich kann ruhig ein bisschen chaotisch sein. was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Stanley. Oh, aber wir haben ja leider hier auch keine Soundzone. Und bam. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oh Gott. Puh, da kriege ich jetzt irgendwie einen Schock, aber sieht echt geil aus. Das ist ach ja, stimmt, das Ende hat man schon. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Das stimmt allerdings, ist gar nicht so gar nicht so falsch, aber das hatten wir ja schon mal. Also nur die leider, aber ich glaube in der zweiten und dritten Folge müssen wir mal durchgucken. Ich laufe jetzt einfach, vielleicht können wir ja noch irgendwann eine andere Entscheidung treffen. Oh, wie das letzte Mal. Ich glaube hier auch nicht. Narrators Outtakes.
Wieso höre ich denn nichts? So. Aber wir sollten mal weiterlaufen. Ich glaube, hier kann man her, oder? Das sieht alles so monoton und gleich aus. Wie gesagt, falls ihr das alles noch sehen wollt, dann schaut bitte in den alten Folgen vorbei. In der ersten erkläre ich Spiel nochmal, könnt ihr euch auch angucken. Was mache ich hier? Mache ich nichts, was mit dem hier? Countdown Desk. Achso, ja. Hier. Ich weiß nicht, ob es irgendwas. Oh, look at these twos. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Einfach mal ausgedrückt. Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Okay, wir machen mal gucken, ob es irgendwas gebracht hat. Alter, das war schon heftig. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das irgendwas gebracht hat. Aber naja, werden wir ja gleich sehen. Hier immer noch die Uhr, alles noch gleich. Telefon. Nee. Mal gucken. Oh, Telefon. Hier. Hi Stanley, just wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. Eine Nachricht, cool. Also doch was anderes. Aber geht das jetzt noch? Ich weiß gar nicht, ob ich das mal gezeigt habe, aber dieses. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt hinkriege. Wahrscheinlich auch nicht so wichtig, aber trotzdem cool. Aber ich glaube, ich bin leider momentan zu blöd dafür. Ich ging das nicht so. Na egal. Aber der Anruf hatten wir mal nicht, glaube ich, oder? Soweit ich mich jetzt entsinnen kann. Hier auch nichts, Ray. Auch nicht irgendeine Tür offen. Hier ist wieder das mit dem Input. Das ist auch noch ein, 4 Stück muss man davon, glaube ich, haben, ja. Das ist auch noch ein Easter Egg. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Aber wir werden es mal. Wir können das eigentlich auch mal erreichen, aber ich glaube, da muss ich alle Computer finden und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber naja. Davon konnte ich ja nochmal extra machen. Wir waren left. Ne, wir waren gerade im right, okay. So. Laufen wir mal schnell. 411 zu, wie immer. Meeting Room. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's... Oh no, not again. I won't be part of this. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the... Wir rushen einfach mal schnell durch, mal gucken, ob er irgendwas sagt. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt
to have finally found an answer, God. an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. He thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. Boah, It sieht so was geil so aus. much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts. Oh, brain fuck. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, God. believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Der Satz ist krank. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool Gänsehaut, blanket on his stomach, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world Outside outside this one. Let me wake Let up. me wake up. He thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. Boah, Gott. Ich kriege echt Gänsehaut bei sowas. Vor allem mit so einem Sprecher. Okay. Oh Gott. Oh nein. Wir sind wieder da. Tut mir leid, Stanley. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Also, oh, das ist immer noch Psycho. Oh Gott. This is the story of a woman named Mariella. Ach ja, stimmt. Das schöne Ende. Ach ja. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Die Haare. This particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Oh. Ich muss sagen, das ist immer noch mal. Ich glaube, das ist wirklich mein Lieblingsende. Ah, Mann. Tut mir leid, dass ich jetzt kein neues Ende rausbekommen konnte, aber anscheinend bin ich einfach zu unfähig. Aber ich würde sagen, das war's dann mit diesem Let's Play. Stanley Parable.
sind es zwar leider nur 4 Folgen, aber das ist halt auch ein Indie-Spiel. Das geht einfach auch nicht so lang. Ich weiß, es wäre bestimmt noch 20, 30, bestimmt noch 50 Folgen lang gegangen, bis ich alles entdeckt hätte. Aber Leute, das ist erstens viel zu viele Sachen zu merken. Oder selbst wenn ich aufschreibe, komme ich hundertprozentig durcheinander. Und ich hoffe, es hat euch einfach bis jetzt gefallen. Was ich jetzt am Schluss von einem jeden Let's Play gerne haben möchte, zumindest ist das für mich so, ich werde auch jemand dazu auffordern, bitte tut es einfach, auch wenn ihr jetzt diesen gerade in dem Moment seht, wie ich hier gerade rede. Schreibt mir bitte jetzt einen Kommentar, welche Spiele denn als nächstes sehen möchtet. Und nicht sowas wie Rouge oder sowas, hat man ja alles schon. Irgendwas, was ihr euch persönlich wünscht, weil ich wirklich ein Spiel Let's Playen möchte, das euch gefällt. Dass ich mir nicht irgendeins aussuche und ihr möchtet das gar nicht. Also bitte tut mir den Gefallen und schreibt mir einfach ein Spiel in die Kommentare, so damit ich euch was Gutes tun kann und das hoffentlich mit Freude und Witz Let's Playen kann, so dass es euch auch gefällt. Also bitte schreibt jetzt einen Kommentar rein, nicht irgendwie wie schön in den Part fallen, sondern einfach nur mit dem Spiel. Und das ist am besten noch grammatikalisch richtig, damit ich auch alles verstehe und dann passt die Sache. Dann würde ich aber sagen, verabschieden wir uns von unserem Platz 427. Ach ja, von unserem guten alten Computer. Och, wie habe ich dich gemocht. Dieses blinkende grüne Lichtlein. Oh, das Telefon. Und die Uhr, die irgendwie immer auf der gleichen Zeit stehen bleibt, obwohl sie tickt. Und meine Tasse. Naja. Wir werden ein anderes schönes Let's Play finden. Keine Angst, das werden wir Stanley. Macht ja nichts draus. Viel Spaß noch mit deinem Job. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.